Ich war angezogen wie ein Inder. Ich habe gesprochen wie ein Inder. Bart wachsen lassen wie ein Inder bis daher. Mit den Ärmsten am Boden geschlafen, gegessen, gewesen. Ich habe das erlebt, hautnah. Und dann sagt der Tim, gib's zu, du suchst doch immer. Die Geschichte ist eine längere, die ergibt sich fast 20 Jahre. Und ich fuhr eigentlich nach Amerika, weil ich alles erreichen wollte, was man erreichen kann. Bekanntheit, Reichtum, alles. Ich wollte keine Grenzen haben wie in Österreich, sondern ich wollte alles erreichen. Ich hatte meinen Porsche, ich war ein Surfboy in Hawaii, ich hatte Beziehungen und Freundschaften, ich lebte mit Drogen, in der Esoterik. Alles, was ging, machte ich. Ich folgte dem Guru, der hieß Swami Chinmayananda. Und sein Status war, zumindest wenn die Königin von England auf Besuch kam, war er der Ehrengast und saß neben ihr. Und er nahm kein Besteck, weil das war nicht würdig seiner indischen Herkunft. Er aß mit den Fingern. Und später, als ich ihn in Indien besuchte, war der Dalai Lama, der jetzige Dalai Lama, war sein engster Freund und sie besuchten sich gegenseitig. Und ich durfte im Wachstum, in meinen Bemühungen, durfte ich so weit kommen, dass ich im engsten Kreis dieser Majestät war, sozusagen dem Papst der Inder. Und er umarmte mich und ich war sein Sohn. Und ich durfte in den Tempel singen, vorsingen, den Menschen in Sanskrit erzählen Geschichten, sie haben zugehört. Und ich war dann eigentlich, ich war schon angekommen. Ich war ja mit dem Papst der Inder. Und nach vielen Jahren sollte ich in Kalifornien die Guru-Schule leiten. Und dann ging ich am Land, fuhr mit dem Bus nach Philadelphia und in dieser kurzen Fahrt erzählte mir ein junger Mann, hör mal zu, as long as you don't have Jesus, you have nothing. Ich explodierte vor Zorn. Ich war eigentlich verärgert. Ich hatte noch nie so einen Ärger, weil der mir sagte, hör mal zu, ohne Jesus hast du überhaupt nichts. Und ich war wirklich sauer, stinksauer. Ich fuhr nach Kalifornien zu einem Termin in San Jose. Der Termin, die Menschen waren zwar da, aber das Haus wurde nicht gekauft, alles war verschoben, nichts funktionierte, wie es erwartet war und wie es vereinbart war. Ich war konsterniert und war wirklich verstört, rief meinen alten Freund an in San Diego und er holt mich ab und ich sage zu ihm, Tim, wie geht's dir? Sagt der Tim, mir geht's gut, ich bin gläubig geworden. Sag ich, krass, mit wem bist du? Weil zu diesem Zeitpunkt in Kalifornien hatte jeder irgendeinen Guru, einen spirituellen Meister, einen Lehrer, wie auch immer. Und ich sagte, und Tim sagt, hey, ich bin mit Jesus. Sag ich, krass. Die Hauptsache hat was. Am Abend bei seiner Villa am Meer, Palmen, eine Bedienstete, wunderbares Essen, Kaminfeuer, sagt er zu mir, Lothar, gib's zu, du suchst noch immer. Das war wahr. Meine ganzen Bemühungen, mein ganzes Leben, ich war damals, glaube ich, 46. Meine Suche, ich habe mein Leben investiert, 40 Länder bereist. Nichts anderes getan, als wie gesucht nach Wahrheit, praktisch. 3 Kulturen durchgemacht. Ich wurde Amerikaner sozusagen nach 20 Jahren. Sagt er, hör mal zu. Wenn du zu Jesus kommst, hört dein Suchen auf. Patsch! 16. November 1987. Und dann erkannte ich, ja, jetzt habe ich's.
Es gibt nichts mehr zum Bemühen, zum Suchen, zum 20 Jahre meditieren. Du sitzt und betest und meditierst und deine Mantras endlos Millionen Male erzählst du Mantras in der Hoffnung, du kommst irgendwann einmal an. Und dann schaust du links, ist der schon angekommen? Und dann schaust du rechts, ist der schon angekommen? Ist der schon erleuchtet? Und du weißt genau, das ist es nicht. Und wie ich zu Jesus kam, wusste ich auf einmal, jetzt habe ich die Erfüllung. Und ich brauche nicht mehr suchen. Und das ist genau, was der Geist Gottes macht. Er hat mir gezeigt, ich bin die Wahrheit und der Weg und das Leben, sagt Jesus. Und das ist so. Und jeder, der wirklich offen dafür ist, du lieber Zuhörer, der wird die Wahrheit bekommen, wenn er sie sucht. Das verspricht Gott in seinem Wort. Wer ehrlich sucht, wird finden. Und deswegen suche und du wirst finden. Und dein Leben wird auf neue Bahnen kommen und du wirst die Erfüllung erleben, die dein Leben wunderbar gestaltet.